Willkommen zurück zum zweiten Teil unserer dunklen Hautton-Serie. Im letzten Teil haben wir uns komplett nur um den Hautton gekümmert. In diesem Teil kümmern wir uns wie gewohnt ums Gesicht. Ich zeige dir eine weitere Variante, wie du Augen bemalen kannst. Und zusätzlich zeige ich dir auch noch, wie wir das Gesicht mit Make-up versetzen, so dass sie richtig gut aussieht. Ich zeige dir wie immer Schritt für Schritt, wie ich das alles mache, verrate dir alle Farben und wie ich daran gehen würde. Also, ich habe genug gequatscht, lass uns loslegen, let's go! Preparation. Hey Leute, heute machen wir uns ans Gesicht dran. Was ich vorweg erwähnen muss, und das ist ganz, ganz wichtig, ihr müsst unbedingt, bevor wir anfangen, das Gesicht zu bemalen, das Gesicht versiegeln. Ich erwähne es einfach nochmal. Wenn ihr den ersten Teil euch angeschaut habt und nachgemacht habt, dann müsste das schon geschehen sein. Dennoch, falls nicht, unbedingt versiegeln, bevor ihr jetzt hier weitermacht. Step 1. Als allererstes, wenn wir etwas machen, was ich in den vorigen Teilen noch nicht gemacht habe, wir werden mit Make-up anfangen. Das heißt, wir werden den Part über den Augenlidern bemalen. Dafür verwenden wir Pastellfarben. Pastellfarben sind allgemein eine schöne Art, mit wenig Aufwand ein Riesenresultat zu erzielen. Ich verwende Pastellfarben von Faber-Castell. Da gibt es so viele Pastellfarben, ihr könnt auswählen, was auch immer ihr möchtet. Also bevor wir anfangen, braucht ihr erstmal ein bisschen Zebra, das würde ich euch empfehlen. Einen dünnen Pinsel und ihr braucht auch noch ein Skalpell. Also wie wir vorgehen, ist ganz einfach. Ihr sucht euch die Farbe eurer Wahl aus. In meinem Fall ist das jetzt schwarz oder Anthrazit. Dann nehmt ihr das Skalpell und kratzt einfach ein bisschen von der Pastellfarbe ab. Wenn ihr genug abgekratzt habt, dann schnappt ihr euch euren Pinsel, haltet es einfach da rein und dann könnt ihr schon damit die Stellen bemalen, die ihr bemalen wollt. Ihr könnt es auch hier sehen, wie ich das gerade mache. Ihr braucht doch keine Bedenken haben, dass ihr irgendwie daneben malt oder irgendwie sowas. Ihr müsst es einmal selber gemacht haben, damit ihr auch wisst, wie sich das Ganze verhält. An diesem Beispiel male ich über die Augenlider, so wie ich es für richtig halte. Einfach nach Gefühl. Und falls ich drüber gemalt habe, und das ist auch das Gute, deswegen solltet ihr auch vorher versiegeln, dann nehmt ihr wie hier ein Wattestäbchen mit ein bisschen Wasser und dann könnt ihr das sofort wegmachen. Step 2. Wenn wir das jetzt gemacht haben, kümmern wir uns als nächstes um die Augen. Als erstes nehmen wir ein Marcus Purple von Citadel und damit bemalen wir das komplette Innenleben vom Auge. Also hier gibt es nicht wirklich was zu erzählen, außer dass ich meinen Insane Detail Pinsel von Army Painter verwende. Schnappt euch die Farbe und malt dann vorsichtig das Innere von beiden Augen aus. Step 3. Im nächsten Schritt werden wir die oberen und unteren Wimpern bemalen. Dafür verwenden wir wie immer Schwarz. Das Bemalen der Wimpern kann tatsächlich ein bisschen fummelig sein. Das Gute ist aber, falls ihr euch vermalen solltet, weil das geht relativ schnell, könnt ihr das Ganze ganz einfach mit einem Zahnstocher oder auch mit einem Wattestäbchen, aber in diesem Fall würde ich einen Zahnstocher empfehlen, wieder beheben, indem ihr die Farbe einfach wegkratzt. Das ist der Vorteil, wenn man ein Modell vorher mit Klarlack versiegelt. Dann kann man sowas machen. Step 4. So, wie geht's jetzt weiter? Wir benutzen jetzt Pink und werden den unteren Part vom Auge damit bemalen und links und rechts die Ecken davon. Indem wir das machen, erzeugen wir dadurch einen etwas realistischen Stil. Step
5. Also jetzt kommen wir natürlich dazu, das Augenweiß zu bemalen. Aber nicht wie sonst verwenden wir nur eine Farbe. Dieses Mal mixen wir uns das selber zusammen. Und zwar verwenden wir zum einen Grau und natürlich auch Weiß. Ihr könnt natürlich jedes x-beliebige Grau nehmen, was ihr wollt. Hauptsache es ist ein Hellgrau. Sonst wird es schwierig mit dem Anmischen. Das Ganze mache ich in meiner Wettpalette. Ziel ist es, wenn ihr die Farbe anmischt, dass ihr ein weiß-gräulich bekommt. Also das Weiß soll nicht weiß sein, soll so ein Ticken gräulich sein. Ich mische die Farben dann so lange zusammen, bis ich dieses weiß-gräulich erreicht habe. Wenn ihr dann das Innere vom Auge bemalt, dann müsst ihr nur darauf achten, dass ihr links und rechts in den Ecken vom Auge ein bisschen vom Pink übrig lasst. Und im unteren Teil vom Auge lasse ich eine feine Linie vom Pink auch noch über. Step 6. Jetzt machen wir uns an die Iris dran. Für die Iris habe ich mir überlegt, dass ich ihr eine braune Iris verpasse. Aber braun wäre einfach zu langweilig, also habe ich mich für ein Braun entschieden als Grundton und für ein Desert Yellow als Highlight für die Iris. Die Iris bemalen wir wie bei den anderen Tutorials. Also als allererstes nehmen wir das Braun und malen dann den Umriss der Iris. Und auch hier, falls ihr euch vermalen solltet, nehmt ihr einfach wieder ein bisschen von dem Weiß-gräulich und korrigiert das leicht. Wenn wir das Braun gemalt haben, dann schnappen wir uns unser Desert Yellow und malen dann das Innere davon. Und lassen einen feinen Rahmen einmal drumherum vom Dunkelbraun. Mit dieser Farbkombi erzeugen wir so einen leicht helleren Braunton. Finde ich ganz schick, meiner Meinung nach. Step 7. Zur Pupille gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Ihr schnappt euch eine schwarze Farbe und dadurch, dass ihr ja geradeaus guckt, malt ihr einfach genau in der Mitte von der Iris einen schwarzen Kreis. Step 8. Als nächstes werden wir jetzt die Highlight Points setzen, damit das so aussieht, als ob später die Pupille reflektieren würde. Wir werden bei jeder Iris 2 Punkte setzen, einmal unten rechts und einmal oben links. Das Einzige, was ihr hier beachten solltet, ist, dass ihr nicht zu flüssige Farbe auf dem Pinsel haben solltet. Also ein Tropfen Farbe auf einen dünnen Pinsel und dann nur ein Point setzen, dann funktioniert das meistens auch. Step 9. Ihr kennt's, die Augen sind fertig. Und was wir jetzt machen, sind die Augen mit einem Hochglanzklarlack zu versiegeln. Dadurch glänzen sie sehr stark und das sieht aus, als ob sie so feucht wären. Und auch hier kann ich nochmal nur erwähnen, macht nicht zu viel, sonst wird aus dem sieht feucht aus, oh, sie sieht aus, als ob sie weinen würde. Und das wollen wir natürlich nicht erreichen. Step 10. Die Augen sind somit fertig. Als nächstes werden wir jetzt die Augenbrauen machen. Für die Augenbrauen nehme ich dieses Mal 2 Farben, damit die Augenbrauen von der Farbe her auch besser zu den Haaren passen. Zum einen nehmen wir schwarz und zum anderen nehmen wir braun. Wir gehen so vor, die Augenbrauen sind ja vorgeformt. Das heißt, wir werden erstmal die Augenbrauen komplett mit schwarz bemalen. Nachdem wir das gemacht haben und die Farbe getrocknet ist, schnappen wir uns einen feinen Pinsel und werden dann mit braun feine Strähnen in die Augenbrauen reinmachen. Dann sieht das zum Schluss so aus, als ob man schwarz-braune Augenbrauen hätte. Step 11. Bei den Lippen habe ich mich für ein Rot entschieden. Ich habe dafür dann das Dragon Red von Army Painter genommen. Und im Grunde genommen gibt es da auch gar nichts mehr zu sagen. Obwohl doch, ich würde gerne eine andere Sache noch erwähnen. Falls irgendwie in irgendeinem Tutorial von mir noch Fragen offen sein sollten, dann stellt sie ruhig. Ich versuche sie dann zu beantworten. Ich versuche in meinen Tutorials das so gut zu erklären, wie ich kann und alle eventuellen Fragen zu beantworten. Aber ob ich an alle eventuellen Fragen gedacht habe,
Ich weiß nicht richtig. Also falls ihr Fragen habt, traut euch ruhig. Step 12. So, weiter im Programm. Also wenn wir die Lippen fertig haben, kümmern wir uns um die Zähne. Für die Zähne verwenden wir die gleiche Farbe, wie wir für das Augenweiß verwendet haben. Also grau und weiß und mischen es auch genauso an. Und der Rest versteht sich eigentlich von alleine. Step 13. Diesen Step kennt ihr natürlich auch schon, wenn ihr meine vorigen Tutorials gesehen habt. Ihr schnappt euch nochmal einen Klarlack und versiegelt damit die Lippen und die Zähne. Step 14. Wenn wir das jetzt alles gemacht haben, kommen wir wieder zurück zum Thema Make-up. Und zwar, wir schnappen uns wieder unsere Pastellfarben und bereiten das genauso vor wie in Step 1 erklärt. Nur dieses Mal nehmen wir nicht nur schwarze Farbe oder Anthrazit, sondern wir nehmen noch ein Rot mit dazu. Und mit diesem Rot werden wir die oberen Augenlider bemalen. Und das Anthrazit, das verwenden wir dafür, einen schönen Übergang zwischen dem neu bemalten Rot und den schon vorhandenen Anthrazit herzustellen. Als kleinen Zusatz kann ich vielleicht noch erwähnen, ich mache es immer so, ich pinsel was drauf, puste es weg, pinsel wieder drauf. Also immer wieder, wenn ich gepinselt habe, puste ich den Feinanteil von der Pastellfarbe weg. So, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir schminken sie noch ein bisschen mehr. Und dafür, also jeder, der eine Freundin oder eine Frau zu Hause hat, der kennt auch diese Teile hier oder so ähnlich. Die schnappt ihr euch einfach mal. Nein, macht es lieber nicht, beziehungsweise ich kann es nicht empfehlen, weil wenn sie es herausfindet, ist nicht nur der Kopf ab, sondern die Eier sicherlich gleich mit ab. Ich habe es mir dennoch ausgeliehen. Damit werden wir die gute Kida erstmal so ein bisschen Rouge an den Wangen machen. Und ich muss zugeben, ich lebe hier echt im Risiko, Leute. Also lasst gerne mal ein Like und ein Abo da, weil wenn meine das Video hier sieht, dann ist sicherlich mein Kopf ab. Step 15. Also, hier gehen wir eigentlich genauso vor wie bei den Pastellfarben. Und zwar nehmen wir uns einen feinen Pinsel und ich habe einfach dann links und rechts an den Wangenknochen ein bisschen was davon drauf gemacht. Falls ihr zu viel drauf machen solltet oder so, könnt ihr wie immer das Ganze mit einem Wattestäbchen und ein bisschen Wasser entfernen. Step 16. Für die, die es interessiert, für die Ohrringe habe ich ein Gold von Vallejo genommen. Step 17. Der letzte und auch wichtigste Schritt. Wenn wir das Modell fertig haben, versiegelt das komplette Modell nochmal mit einem Semi-Klarlack. Und ich wünsche euch viel Spaß jetzt mit dem Ergebnis. Und das war's schon wieder für heute. Im nächsten Teil trauen wir uns an die Königsdisziplin, den realistischen Hautton. Ich erkläre dir Schritt für Schritt, wie du einen realistischen Hautton hinbekommst und das sogar einsteigerfreundlich. Also, sei gespannt und wie immer, bis zum nächsten Mal.